Moin Moin aus Hockenheim. Heute im Supertest der Porsche 992 GT3 mit Manthey Performance Kit. Manthey Performance Kit, was heißt das eigentlich? Das Werksteam Manthey Racing aus Meuspart in der Eifel hat auch für die Straßenautos mittlerweile sogenannte Performance Kits entwickelt. Upgrade Kits für das Serienauto. Das ging los mit dem 991 GT3 RS, 991 GT2 RS und mittlerweile auch für den 992 GT3. Es ging eigentlich schon viel früher bei Manthey los mit der Entwicklung von Straßenautos. Als Olaf Manthey noch das Unternehmen geführt hat, wurde zum Beispiel ein 996 GT3 RS schon umgebaut. Es gab 997 GT3 RS Varianten mit legendären Motorkits, 4,2 Liter Motoren wurden da entwickelt. Erst unter Niki Reder und Martin Reder hat sich dann das Thema Kits und Straßenentwicklung weiter fortgesetzt. Und wir von Sportauto haben das ganze Thema schon langjährig mitbegleitet. 2017 hatten wir den ersten 991 GT3 RS im Supertest. Ein legendäres Auto in Ultraviolett, ein Entwicklungsauto von Porsche, was Manthey dann umgebaut hat. Und dieses Auto war kurzzeitig der Rekordhalter im Supertest und hat damals den AMG GTR geschlagen und ist eine Rundenzeit von 7:09,59 gefahren auf der Nordschleife. Und heute probieren wir mal, was der 992 GT3 kann. So, bevor ich euch mit auf die schnelle Runde nehme, schauen wir uns einmal an, was das Manthey Performance Kit ausmacht, sprich wie sich der 992 GT3 mit dem Kit unterscheidet vom Serienauto. Wir haben 4 Bereiche, das Thema Aerodynamik, Fahrwerk, Bremse und Räder. Fangen wir mal mit der Aerodynamik an, und zwar vorne. Da haben wir eine modifizierte Buglippe, dann haben wir seitlich Flaps auf beiden Seiten und wir haben Luftleitelemente am Unterboden, die für mehr Abtrieb sorgen. Ich nehme euch mit nach hinten, sieht man eigentlich hier direkt sofort. Der Wagen hat einen größeren Heckflügel mit Manthey Sideplates, hat einen anderen Diffusor mit längeren Finnen und hat die mittlerweile für Manthey typischen Aerodiscs, die die Verwirbelung im Heckbereich reduzieren. Das ist das Thema Aerodynamik. Was bringt die Aerodynamik? Sehr viel. 30% mehr Abtrieb vorne und 45% mehr Abtrieb hinten. Wie viel in Kilogramm steht immer im Supertest und das werdet ihr auch bei dem Supertest in der Printausgabe von Sportauto lesen, die genauen Zahlen. Dann kommen wir zum Thema Fahrwerk. Manthey hat ein spezielles Gewindefahrwerk entwickelt. Das wurde ausgiebig auf der Nordschleife im Industriepool erprobt, und zwar von Chris Breuer, Cheftestfahrer und Leiter Straßenentwicklung Manthey. Das Fahrwerk wurde von Manthey selbst entwickelt und wurde dann von den Spezialisten von KW produziert. Dann haben wir noch das Thema Bremsbeläge. Das Ansprechverhalten ist viel besser. Du kannst die Bremsanlage viel besser dosieren, kannst viel besser in die Kurve reinbremsen, hast ein wunderbares Pedalgefühl. Dann gibt es noch Stahlflexleitungen und abgerundet wird das Manthey Performance Kit mit dem speziellen Radsatz. Das ist ein Aluminiumradsatz, besonders filigran produziert und dadurch wird das Gewicht pro Radsatz nochmal um 7,3 Kilogramm im Vergleich zu dem Serienradsatz reduziert. Das ist eigentlich eine unfassbare Geschichte. Ein normaler 992 GT3 fährt ja schon unfassbar gut. Und dann geht Manthey her und optimiert das Auto nochmal für die Rennstrecke und die Fahrbarkeit und die Fahrstabilität nimmt nochmal deutlich spürbar zu. Ich bin noch kein Auto gefahren auf der Nordschleife, wo ich mich so wohl am Limit gefühlt habe. Und wir reden mittlerweile über rund 100 Autos, die ich auf der Nordschleife im Supertest gefahren bin. Fahrstabilität, Fahrbarkeit, reinsetzen, losfahren, Spaß haben und sofort am Limit über die Nordschleife ballern. Dieses Vertrauen, was dir das Auto gibt, das ist unfassbar.
Welche Streckenpassagen haben mir auf der Nordschleife am besten gefallen mit dem 992 GT3 mit Manthey Performance Kit? Ich könnte jetzt einfach sagen, alle. Das wäre nicht gelogen, aber ich werde mit euch jetzt mal ein paar Streckenpassagen durchgehen, wo mich das Auto besonders beeindruckt hat. Es fängt eigentlich schon an, du fährst T13 runter und dann kommst du irgendwann in der schnellen Rechts Hatzenbachbogen rein. Da brauchst du wirklich viel Vertrauen in ein Auto und wenn du dieses Vertrauen in ein Auto hast, dann gehst du komplett mit einem klaren Kopf schon mal eine Runde und fühlst dich sofort wohl. Und hier fährst du auf den Hatzenbachbogen zu, 180 km/h, 185 km/h, dann lupfst du einmal ganz leicht und dann nimmst du diesen Hatzenbachbogen so easy, wie ich es noch nie getan habe in einem Auto zuvor. In den Hatzenbach-Wechselkurven selber hat mich besonders beeindruckt, wie das Auto Curbs nimmt. Also du kannst wirklich gefühlt über alle Curbs, die da sind, komplett drüber ballern und das ist auch charakteristisch für den Manthey. Er nimmt Curbs wahnsinnig gut, ob Hatzenbach, ob in der Fuchsröhre, Wippermann oder in der Eiskurve. Du kannst attackieren wie auf einer Qualifying-Runde. Was natürlich extrem beeindruckend ist, sind die schnellen Passagen, dadurch, dass das Auto deutlich mehr Abtrieb hat. Flugplatz, Schwedenkreuzer, Linksknick oder auch Fuchsröhre. Geht natürlich wahnsinnig schnell. Besonders beeindruckend in der Fuchsröhre, du überlegst gar nicht mehr, ob du mit 260 oder 270 unten die Kompression voll fährst. Das ist eigentlich easy und du weißt, machst du einfach. Du konzentrierst dich, während du das tust, schon oben auf den Linksknick, auf den Curb, dass du damit rund Tempo 200 drüber fährst. Also Konzentration einfach nur auf den Curb. Wir waren eben schon beim Thema Highspeed-Stabilität. Da waren wir beim Thema Flugplatz, Schwedenkreuz, Fuchsröhre ist natürlich extrem beeindruckend. Was mich auch besonders beeindruckt hat, war das Kesselchen. Du nimmst unten im Bergwerk Anlauf und dann fährst du einfach, wirklich, ist nicht übertrieben, ganz gemütlich mit ca. 250 fährst du Vollgas bis zur Mutkurve. Und ihr wisst, da sind ja zwei extrem anspruchsvolle Stellen drin. Der Linksknick im Kesselchen muss man in diesem Auto überhaupt nicht überlegen, ob der voll geht. Bin ich ab der ersten Runde voll gefahren. Total easy. Was aber noch viel beeindruckender ist, ist die Bodenwelle, die rechts, links vor der Mutkurve. Ja, in jedem anderen Auto hast du immer so ein, ja, es beschleicht dich ein komisches Gefühl und du überlegst, geht das hier wirklich voll? In diesem Auto fährst du es einfach voll und kaum Aufbaubewegungen. Es sind kaum irgendwelche Nick- oder Seitenbewegungen im Chassis zu spüren. Und das heißt eigentlich, du fährst unten im Bergwerk los und dann konzentrierst du dich schon auf die Mutkurve. Ja, also Kesselchen einfach gemütlich hochfahren und dann sofort Konzentration auf die Mutkurve. Ein weiteres Thema, für das ich dieses Auto total feiere, sind die Bergab-Passagen auf der Nordschleife. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich finde es viel einfacher, bergauf schnell zu fahren. Das ist auch im Gebirge so, als bergab richtig am Limit zu fahren. So ist es auch auf der Nordschleife. Und solche Passagen wie Spiegelkurve, Miss-It-Miss, da fährst du mit so einem Vertrauen rein. Ohne Spaß, ich glaube, ich bin selbst in einem GT4-Rennauto, in einem 997 GT3 Cup, in diesen Passagen, wir reden über Spiegelkurve und Miss-It-Miss, nicht so schnell gewesen wie mit dem 992 GT3 mit Manthey Performance Kit. Dann kommen wir jetzt mal langsam zum Thema Rundenzeiten. Wie ihr alle wisst, gibt es für dieses Auto schon eine Rundenzeit. Welche Zeit noch nicht veröffentlicht war die Runde von Kevin Estre über die 20,6 Kilometer. Dort ist er nämlich eine 650,7 gefahren. Ich hatte also den absoluten Maßstab, wenn es um das Thema Rundenzeiten geht, mit dem ich messen durfte. Für mich ist Kevin, ja, das ist der Gott der GT-Rennfahrer, absolut. Das ist für mich der schnellste Fahrer auf der Nordschleife. Unfassbar, was er für Moves beim 24-Stunden-Rennen hingelegt hat. Und der steigt ins Auto ein und da kann man sich wirklich absolut sicher sein, das ist das Optimum. Mehr geht mit diesem Auto nicht. Das war natürlich eine extreme Herausforderung für mich. Da Kevin besonders in den Highspeed-Passagen extrem schnell ist. Ich sage nur Schwedenkreuz Linksknick mit 240. Da war mein bester Minimum-Speed war 226 km/h. Mehr geht da bei mir absolut nicht. Und so kommen dann 8,7 Sekunden zusammen, die ich langsamer war als Kevin. Was aber interessant war, ich habe mit den Manthey-Ingenieuren sehr viel Daten gemacht, sehr viel die Runde von Kevin über meine gelegt. Und es gab 1, 2, 3 Ecken, unfassbar, wo ich einen Tick schneller rauskam. Wir reden da über 1, 2, 3 Zehntel.
Leider hat die Nordschleife nicht nur 3 Kurven, das wäre schön gewesen. Leider hat sie 73 Kurven und so kommen dann halt diese 8,7 Sekunden zusammen, die schlussendlich langsamer war. Meine Rundenzeit war eine 6,59,42 auf die 20,6 Kilometer Distanz. Zum Vergleich, Manthey Performance Kit auf dem GT3, Rundenzeit 6,59,42. Serienauto 992 GT3 im Supertest 7,04,47. Heißt unterm Strich 5 Sekunden schneller mit dem Performance Kit.